Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Nassküche. Heute kochen wir einen herzhaften Eierpudding nach chinesischer Art. Der Eierpudding wird gedämpft. Aber wir machen es noch feiner mit frisch gekochtem Gemüsefond. Na, dann los! Bei einer klassischen Gemüsebrühe darf Suppengrün natürlich nicht fehlen. Wir schneiden Sellerie, Möhren und Porree alle in grobe Stücke. Petersilie und Thymian mit einem Küchengarn zu einem kleinen Strauß zusammenbinden. Getrocknete Jakobsmuschel und Garnelen mit lauwarmem Wasser 2 Stunden anweichen. Dann abgießen. Eine Schalotte halbieren. Knoblauchzehen zerdrücken. In einem großen Topf Öl erhitzen. Schalotte und Knoblauchzehen mit Pfeffer anschwitzen. Die angeweichten Jakobsmuschel und Garnelen in den Topf geben und braten. Alle Gemüsestücke auch rein und 2 bis 3 Minuten mitbraten. Zwei Liter Wasser aufgießen und zum Kochen bringen. Lorbeerblätter und Kräuter dazugeben. Eine Stunde bei kleiner Hitze köcheln lassen. Mit einem Teelöffel Salz abschmecken. Auf Raumtemperatur abkühlen lassen und durch ein Sieb abgießen. 3 Eier aufschlagen. Wenig Pfeffer, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Sesamöl. Gut miteinander vermischen. Die Brühe dazugeben und weiter rühren. Die Masse wieder durch ein Sieb abgießen. Dann in kleine Behälter umfüllen. Wasser in Topf zum Kochen bringen. Die Eiermasse für 10 Minuten bei mittlerer Hitze dämpfen. Die Garnelen schälen. Und auf den Eierpudding platzieren. Für 1 Minute weiter dämpfen. Zum Schluss noch ein frisches Petersilienblatt zum Garnieren. Für mich ist das Gericht eine elegante Vorspeise oder eine warme Begleitung des Abendbrotes. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis bald!